Soll ich vorlesen? Ja, lies mal A vor. great place to stay on a very long beach. Feet straight into the Aegean Sea. There are big trash bins on the beach, but there are a few litters. Nevertheless, a few stray dogs wandering around, but quiet and not intrusive. The gendarme came several times on the beach, but did not stop by. Away from the main road with a great view and only a few kilometers from Ephesus. Okay, und Fotos auf dem Foto vom Park von Nightspot? Ja, da steht Sieht nur, man da irgendwen? ja, da steht nur er, ey. Geil, ey. Also in der Türkei sollte ja jetzt im Zuge der Corona-Krise der inländische Tourismus angekurbelt werden und deswegen, wir haben gelesen, wurden die Sommerferien einfach jetzt früher. Die Abschlussprüfung der Schüler wurden noch... Die Abschlussprüfungen wurden vorgezogen und die Sommerferien dadurch auch. Genau. Und jetzt haben die ganzen Türken Urlaub. Es ist Bambule hier, ey. Es ist richtig voll. Also ich habe es gerade nochmal nach, das Schuljahr endet am 19. Juni. Das heißt, die haben im Prinzip genau seit 2 oder 2,5 Wochen Ferien und sie haben es die nächsten 11 Wochen. Das heißt... die haben jetzt einfach mal über 2 Monate Ferien. Unser erster Eindruck von der Türkei, den wir jetzt so seit einer Woche haben, ist, dass jeder Strand, jede Wasserstelle, alles voll mit Autos, wo Aber Leute auch, einfach campen. Aber ja, ist cool irgendwie. Ja, und es ist auch super verständlich, weil es sind ja auch einfach mal heute, wir waren in Izmir, es waren 38 Grad. Ja. Man hält es ja auch kaum aus, wenn man nicht irgendwie am Meer ist. Oder eine Klimaanlage hat. Ja, genau. Aber es ist echt lustig und es ist wirklich ein krasser Kontrast zu Griechenland. Ja. Aber es sind halt auch 80 Millionen Menschen und Griechenland sind 8 Millionen Menschen. Ja, das ist halt Ja, das stimmt. Guck mal, da kommt doch schon die Polizei. Wir verlassen jetzt den europäischen Kontinent und fahren mit der Fähre rüber auf den asiatischen Kontinent. Ja, wie man sehen kann, stehen wir mitten in einem Stausee in der Nähe von Bergama, wo wir uns die Pergamonstadt angucken wollen. Und leider ist der See, in den wir jetzt springen wollten, schon ziemlich stark zusammengeschrumpft. Und wir hoffen jetzt einfach, dass der nicht zu schlammig ist und man dann noch gut schwimmen kann. Es sind nämlich 38 Grad hier heute. Normalerweise wäre der See bis da hinten. Und das ist komplett, also da ist super viel schon einfach. Ich denke, das da ist eine Wasserpumpe für die Landwirtschaft hier. Wir haben heute Nacht in diesem halb ausgetrockneten See geschlafen und haben da einen richtig coolen Stellplatz gehabt. Wir sind extra früh heute aufgestanden, weil es werden heute nämlich wieder 35 Grad und vormittags ist es noch angenehm. Und wir wollen jetzt mal nach da oben, diesen Hügel, wandern. Da ist nämlich die alte Stadt Pergamon. Ja, wir sind jetzt hier oben in Pergamon angekommen. Das war mal eine Stadt mit über 200.000 Menschen und man sieht hier überall noch die Fundamente. Direkt vor uns ist das Fundament oder der Sockel von dem Pergamon-Altar, den Franzi und ich aus Berlin kennen.
So, wir sind jetzt gerade in Ephesus oder Ephes. Das ist eine antike, große Metropole gewesen, irgendwie einige Jahrhunderte vor Christus bis in die römische Zeit. Und es ist echt wahnsinnig beeindruckend, was die hier geleistet haben, so an Baukunst. Es gibt spektakuläre Säulen, es gibt ganz viele, also wirklich imposante Brunnenanlagen. Hier hinten haben sie eine alte Bibliothek wieder so ein bisschen aufgebaut und also wir sind echt beeindruckt. Der einzige Nachteil ist, es sind irgendwie, keine Ahnung, 36 Grad und es ist kaum auszuhalten in der Sonne. Leider ist der Artemis-Tempel heute geschlossen. Das wäre nämlich eins der 7 Weltwunder aus der Antike gewesen. Aber ist auch okay. Wir haben also hier Cultural Overload eigentlich. Genug Stein und Schutt. So, wir haben es geschafft. Wir sind aus Ephesus wieder draußen. Ihr könnt jetzt bestimmt voll gut verstehen, was ich sage. Weil, genau, ja, Türkei. Hier muss man immer eine Atemschutzmaske tragen. So, wir haben jetzt hier 2 Tage an diesem wunderschönen Strand verbracht. Und jetzt geht es für uns weiter zum Lake Bafa. Wir sind hier gerade im Restaurant in Didim an der Westküste von der Türkei und wir essen hier gerade einmal Pide, dann hatten wir Teşekkürler, dann hatten wir super geile Lahmacun, also türkische Pizza. Und was ist das hier nochmal, Mann? Gözleme. Gözlem, genau. Also wir haben uns hier das ganze türkische Repertoire gegönnt. Ne? Und das wird hier in so einem Steinofen gemacht, das ist super geil. Wir sind heute um 7 Uhr aufgestanden. Wir sind gerade in einem Ort, Kapikiri heißt der, am See Bafa oder am Bafa-See. Und wir machen heute Morgen eine Wanderung zu Höhlen, in denen also hier in der Region gibt es ganz viele Höhlen und in diesen Höhlen findet man 8.000 bis 10.000 Jahre alte Höhlenmalereien. Also es ist richtig spektakulär. Most of the time they painted the humans. Women are bigger than men and more stronger. And more or less every cave have this pressed. It's like a signature. It's pressed the hand. Years ago. 8 or 10,000. Also Berlin University they was started in 78. They make a carbon test from some caves. This color is from iron oxide. Ah, okay. And also they tried to use the roots of the plants and then trees. Okay. And some egg. Was hier zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert betrieben wurde und sind die Überreste. Und die hatten damals schon einen ziemlich guten Geschmack oder einen guten Ausblick. Laut Karte soll es hier auf diesem Kloster eine unterirdische im Stein eine Kapelle geben. Und die haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Und jetzt ist hier so ein Loch und sieht relativ groß aus da unten. Ich werde jetzt einfach mal runterklettern. Die Frage ist nur, ob ich wieder rauskomme. Rein wird schon irgendwie gehen, aber runter ist das große Fragezeichen. Dann erzähl. Wir haben
Super geil, ganz viele Höhlen immer untereinander, weil es geht auch immer weiter, weil eigentlich noch riesigen Steine, die alle übereinander liegen und zwischen den Steinen ist immer Platz. Wenn du rauchst, dann kommst du weiter. And still not the underground chapel. No. Die Untergrundkapelle soll irgendwie hier sein, aber es soll einfach nur ein Raum sein. Ich gucke mir das jetzt mal an, aber es ist definitiv nicht für Leute mit Platzangst. Okay, I'm coming. Okay, I think that's enough for me because Oh, the spiders. no, I think I just have ich glaube, ich habe doch ein bisschen Platzangst. Okay. Ja, ist schon super eng hier. Hier bin ich. Yes. But it's not so spectacular. Es ist nicht so spektakulär. Hier sind keine Komm mal, Wandbilder. So Franzi, wie war die Wanderung? Die Wanderung war richtig cool. Bei 33 Grad? Ja, das ist halt einfach so krass. Wir sind ja jetzt nicht mehr direkt an der Küste und es ist Juli und hier wären es halt einfach mal, keine Ahnung, 40 Grad sind fast normal. Und es ist einfach so anstrengend. Aber Hängematte. Ja, wir sind gerade auf der Suche nach einem Schlafplatz für heute Nacht und jetzt sind wir sind immer noch in Kapiriki und sind an den Baffa-See gefahren und wollten eigentlich irgendwie direkt am Seeufer einen Schlafplatz finden. Und jetzt haben wir hier überall so alte Gräber gefunden. Hier sind die überall, also da ist eins, da ist eins, da ist eins, da ist. Uns hat heute ja ein Türke erzählt, dass die während der byzantinischen Zeit wurden hier die Skelette rausgenommen. Also sind die einige tausend Jahre alt. Wir sind auf dem Weg zu so einem schönen Strandabschnitt hier an dem See und auf dem Strand soll es, oder an dem schönen Strandabschnitt soll es auch nochmal eine Höhle geben. Da gucken wir mal, ob wir die finden, aber es wurde uns schon angekündigt, die finden wir nicht ohne Hilfe. Wow. Takeshis Castle. It's like Takeshis Castle. Ja, wir haben jetzt das alte Kloster da drüben gefunden, 2 Bauwerke und da führt eine große Sandbank mit einer ganz schönen, wir haben Luftbildaufnahmen davon gesehen, einen ganz schönen Strand. Das gucken wir uns jetzt mal an und gucken auch, ob wir noch ein bisschen das Kloster erkunden können. Und dann müssen wir noch mal die Drohne fliegen lassen. Was machst du da? Den Weg frei. Wir wollen hier. Ganz kleiner Ast. Hast du es? Geschafft, der Ast ist ab. Das Ding ist es. Es ist 23 Uhr. Wir sind, ach man, fuck, ich weiß nicht, wo wir sind. Das ist die Hitze. Ist nicht so schlimm, wir sind am Lake Baffa. Lake Baffa, genau. Und wir wollen jetzt eigentlich schlafen gehen. Wir haben gerade noch schön, ach man, ich weiß es auch nicht.
Okay, also es ist einfach verdammt heiß, Mann. Komm, für mich mal. Ja. Ich versuch's hinzukriegen. Also bei mir... Hey, wollen wir das nicht nochmal machen, Alter? Nee, ist doch lustig. Bei mir hilft gerade nur noch Schnaps. Ansonsten komme ich auch nicht mehr klar. Also Prost, ich trinke jetzt hier Brandy und wir gehen jetzt schlafen. Und ey, Leute, es ist so heiß bei uns. Oben beim Bett. Ist gar nicht scharf. Jetzt. Oben beim Bett sind es jetzt noch 32 Grad. Und weiter geht's. Wir fahren nach Bodrum. Es ist immer noch wahnsinnig heiß und wir müssen unbedingt mal Wäsche waschen und uns einfach so ein bisschen organisieren. Und wir fahren jetzt diesen Weg wieder zurück, der wahnsinnig zugewachsen war. Genau, und gestern wir sind den gestern vorher zuerst abgelaufen und haben dann festgestellt, es gibt nur so 2 Stellen, wo wir vielleicht nicht durchkommen. Oder sind wir auch nicht durchgekommen und dann haben wir halt einfach mit der Säge einen Ast abgeschnitten und dann war das aber der Rest des Weges, obwohl er sehr eng ist, kein Problem. Und dann haben wir uns gefragt, wie machen das andere? Schneiden die dann den Ast ab einfach, also wenn der in die Straße reinragt, oder drehen die um? Wenn es keinen anderen Weg an den See gibt oder irgendwie ans Meer. Bahnt ihr euch den Weg, bis ihr dahin kommt, wo ihr wollt, oder gebt ihr auf? Wenn die jetzt reif wären, die Granatäpfel, dann könntest du jetzt Granatäpfel aus dem Fenster ziehen. Der Ast, der zeigt jetzt mit der abgesägten Richtung Nach unten. zu uns. Habe ich sie abgeschnitten gestern. Fahr ganz langsam. Und hört nichts. Kann man bei dir noch aussteigen? Ja. Ah ja. Ja, jetzt doch gut. Wir mussten jetzt doch noch mal ein bisschen was abschneiden, auch auf dem Rückweg, weil einfach die Äste in die andere Richtung zeigen.